Aber das Ding ist halt, wenn du wirklich Eier für eine Mio kaufst, dann hast du 1000%ig vor, Pets massenhaft zu züchten. Und du brauchst halt nicht so viele Pets. Oder besser gesagt, zum Beispiel für 100 Eier brauchst du ja schon wirklich sehr lange, um die alle zu brüten. Also nicht zu brüten, sondern zu züchten, meine ich eigentlich. Das heißt, bis die F-Pets mal zu A-Pets werden, dauert schon eine Weile. Egal wie viele Häuser du benutzt. Bei 100 Stück zum Beispiel dauert echt lange. Und bis die A zu S werden, dauert es richtig lange. Also außer du hast literally halt 40 oder 50 Häuser, was die meisten wahrscheinlich dann doch nicht haben. Ich schätze mal, die meisten haben so 5 bis 10 oder so. Das heißt, jemand, der jetzt wirklich vorhat, da richtig einzusteigen, der will natürlich jetzt die Eier kaufen, weil er will jetzt natürlich noch 5 Wochen warten, um damit anzufangen. Er will jetzt anfangen. Und ja. Aber wenn der die Eier halt gekauft hat, dann ist er raus. Dann wird er jetzt erstmal wahrscheinlich ein paar Wochen oder Monate keine Eier mehr kaufen, weil er muss ja erstmal die ganzen Viecher züchten, brüten, whatever, die er sich da gekauft hat. Das heißt, das fällt auf jeden Fall schon mal, ja, so ein bisschen auf. Also wenn halt Leute so overpayen, haben sie es wahrscheinlich eilig. Und sobald die halt genug haben, sind sie halt weg und dann overpayt halt auch keiner mehr für die Eggs. Also ich kann mir vorstellen, dass es mit diesen hohen Preisen für die Eggs jetzt wirklich nur kurzfristig ist. Immer wenn halt einer mal wieder zuschlägt. Und ansonsten sind sie halt weiterhin eigentlich gar nichts wert. Oder halt nicht viel. Das ist meine Theorie. In meiner YouTube-Rechnung fehlen die Cloudberries zum Hatchen. Ja, das mag sein, beide, aber wie viele Cloudberries brauchst du pro Egg? Ich glaube 250. Das heißt, für 100 Eggs bräuchtest du 25.000, 2 Stacks. Und ich glaube, eine Cloudberry kostet 300 Penya. Das heißt, du müsstest 25.000 mal 300 rechnen. Und das sind, soweit ich weiß, 7,5 Millionen Penya. Und ich würde sagen, ja, sei jetzt mal nicht so ein kleiner... Sei jetzt mal nicht so. Sei jetzt mal nicht so. Scheiß auf die Mio. Sei jetzt mal nicht so. Außerdem ich für meinen Teil habe auf jedem meiner Chars hunderte sehengebundene Berry-Boxen, Berry-Select-Boxen. Also ich muss mir nie wieder Berries kaufen. Für meinen Teil, weil ich das Second Anniversary Event abused habe mit genug Charaktern, um für den Rest meines Lebens mit Berries eingedeckt zu sein. Und wer es nicht getan hat, wird mir stinken, wenn ich du wäre. Wird mir echt stinken, wenn ich du wäre. Just saying. Imagine, du ziehst einfach los. Wie so ein absoluter Trottel mit einem Harvesting Glove und pflückst einfach Berries. Ja. Stellt's euch vor. Couldn't be me. No front, natürlich, war nur ein Joke. Ihr seid keine Trottel. Das ist heute ein Knopf plus 5 gemacht. Uff. Unangenehm. Es war ja nur ein Joke, Mensch. Naja, aber ich meine, warum sollst du noch Berries farmen? Also, es ist also ich habe das nie verstanden. Ich habe immer gesagt, also, irgendjemand meinte mal, Exo-Berries haben sich eine Zeit lang gelohnt irgendwo. Es gab immer so eine Phase, wo Pet Candy A sauteuer geworden sind. Da waren die ja mal irgendwie, also ich weiß gar nicht, war das auf dem FEC? Oder was ist da hier auf Beruht eigentlich? Ich weiß es nicht mehr genau. Also irgendwann sind auf jeden Fall mal A-Candies sauteuer geworden. Keine Ahnung warum. Da wurden die plötzlich für 9 oder 10 Mio verkauft. Eigentlich sind die ja nur so 7 wert. 7,5 oder so werden die, glaube ich, gängigerweise verkauft. Bisschen halt über dem Herstellungspreis. Und da wurden die plötzlich für, keine Ahnung, für saudi krassen Preise verkauft. Und da waren plötzlich alle so ultra wild, so, oh, Berries farmen, oh, Exo-Berries, wow, ein Stack Exo-Berries gibt 15 Mio. Whatever. Ich glaube, es war die einzige Zeit, wo es sich tatsächlich mal halbwegs gelohnt hat. Aber das war es halt auch schon. Und vor allem jetzt lohnt es sich auf jeden Fall nicht mehr. Weil jetzt ist ja wirklich komplett vorbei. Jetzt brauchst du nur noch Pet Candy, um die Energie von deinem Pet, das du aktiv benutzt, hochzuhalten. Weil keiner mehr irgendwas wirklich damit macht. Also ja, Eggs schlüpfen ist das Einzige. Also Eggs schlüpfen.
okay. Aber wie wir es gerade schon durchgerechnet haben, das ist ziemlich günstig. Du brauchst 250 Cloudberries pro Egg. Das ist nicht viel. Und auch nicht mit Pie-Skills, wenn du so einen Catcher, wie heißen die Viecher nochmal, diese Eggberry, whatever, diese Dinger, die dann spawnen. Ich habe vergessen, wie die heißen. Auf jeden Fall, wenn du so einen Berry-Carrier-Typen tötest mit Pie-Skills, das machst du halt 20 Minuten lang, gefühlt. Und außer du willst jetzt halt wirklich 100 Eggs schlüpfen, dann brauchst du diese 25.000 Cloudberries, okay. Aber abgesehen davon brauchst du es halt einfach literally nicht. Und das werden ja auch die wenigsten Leute machen. 100 Eggs mal so, einfach mal so nebenbei schlüpfen. Und das war es dann halt aber auch, ne? Also dann brauchst du halt, wie gesagt, noch ein paar extra Berries für zum Beispiel A-Candies, für die Pets, um dann die Energie hochzuhalten. Aber das hält sich halt wirklich auch heftig in Grenzen, was du da brauchst. Na gut, du brauchst alle Berries natürlich, aber auch extra Berries, die teuersten, Anführungszeichen. Aber es hält sich alles ziemlich im Rahmen, würde ich sagen. Also, denke jetzt nicht, dass da jemals nochmal eine Phase kommen wird, wo Berries in irgendeiner Form wirklich relevant werden. Und dass es sich jemals wieder lohnt, die tatsächlich zu farmen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und selbst beim Pet-Energie hochhalten, muss man auch dazu sagen, auch nur bedingt, weil es gibt ja noch den Pet-Food-Bag. Den kann man ja auch kaufen. Das heißt, theoretisch, du kannst alles bis auf das Egg schlüpfen. Das ist das Einzige, was du nicht von einem Cash-Up-Item erledigen kannst. Aber du kannst quasi das Leveln von einem NPC erledigen lassen. Und deine Energie hochhalten kannst du von einem Cash-Up-Item, dem Pet-Food-Bag, erledigen lassen. Das heißt, das Eierschlüpfen ist rein theoretisch wirklich das Einzige, wo du zwingend immer noch Berries brauchst. Alles andere kannst du tatsächlich komplett wegcashen. Und theoretisch kannst du ja sogar, wobei das wirklich Wahnsinn wäre, aber theoretisch könntest du ja sogar, wobei wenn dein Pet bei 99,99 ist, geht es wahrscheinlich nicht, ne? Ja, dann nicht, ne? Ja gut, dann ist Schwachsinn, aber theoretisch, wenn dein Pet nicht bei 99,99 ist und du benutzt es aber aktiv, könntest du es auch in einen NPC packen. Dann wird es einmal gratis gefüttert. Dann stellst du dir halt zum Beispiel einen Wecker. Also zum Beispiel, du gehst jetzt offline. Oder nachmittags um 2 gehst du offline. Und du weißt, A-Pad wird nach 5 Stunden gefüttert. Dein A-Pad hat nur 20%. Also es wird auch gefüttert vom NPC. Du packst es in den NPC. Stellst dir einen Wecker auf 19 Uhr. Und dann ist um 19 Uhr dein Pet-Energie wieder voll. Und es hat dich kein Pet-Candy gekostet. Hast dir die 7 Mio gespart. Zum Beispiel. Aber gut, geht halt nur, wenn es nicht 99,99 hat. Also es geht irgendwann nicht mehr, okay. Aber, ja. Also, selbst da könnte man es noch teilweise ausnutzen. Aber wie gesagt, trotzdem grundsätzlich ist schon Pet Candy ist einfach komplett irrelevant geworden. Pet Candy ist auch ein Stück weit. Aber ich wollte echt Berries sagen. Also Berries war immer fragwürdig. Und jetzt ist es eigentlich kompletter Schwachsinn. Also, jetzt kann ich es eigentlich nur noch nachvollziehen, wenn jemand seinen Eigenbedarf farmt. Aber auf keinen Fall, wenn man es farmt, um damit Geld zu verdienen. Dann verstehe ich es nicht. Eigenbedarf, ja. Weil ich bin ja selber so, dass ich meistens kein Geld ausgeben will und die Sachen lieber mir selber besorge, auch wenn es sich eigentlich gar nicht lohnt. Wenn es sich eigentlich mehr lohnen würde, es einfach zu kaufen. Und mit der Zeit dann was anderes oder was Sinnvolleres anzufangen. Aber mir macht das halt auch eigentlich Spaß, mir mal alles selber zu erfarmen. Das ist irgendwie so mein Point in dem Game. Also das kann ich, wie gesagt, nachvollziehen, aber alles andere kann ich nicht mehr nachvollziehen. Also Berries Farm konnte ich nie nachvollziehen und jetzt wirklich gar nicht mehr. Außer es würde irgendwann nochmal so eine Phase kommen, wie das mit den Exo Berries, wo plötzlich Pet Candy A, wie gesagt, um ein paar Mio steigen und dann auch die Berries plötzlich voll teuer sind. Okay. Also wenn plötzlich so eine heftige Inflation von irgendwas kommt, von den Items, weil keiner mehr farmt oder verkauft und plötzlich merkt man, okay, es gibt nichts mehr. Aber das wird halt auch nicht oft passieren. Wahrscheinlich nie wieder.